Hallo Leute, im heutigen Video soll sich alles um virale Skincare drehen. Das heißt Hautpflegeprodukte, die man immer wieder irgendwo mal sieht oder von denen man immer wieder hört. Ganz unabhängig davon, ob die Marke jetzt ordentlich PR rausgeschickt hat oder ob sie den Weg über InfluencerInnen gegangen sind. Ich werde euch heute einfach meine persönliche Meinung zu den Produkten mitgeben. Einige dieser Produkte habe ich sogar selbst ausprobiert und kann euch sagen, ob sie mir persönlich den Preis und den Hype wert sind. Ich bin mal wieder ein kleines bisschen zur Seite gerutscht, damit ich euch hier die Produktbilder einblenden kann, und lasst euch bitte nicht davon beirren, wenn ich auf mein Handy drauf schaue. Ich habe hier nämlich die Screenshots von den Inhaltsstoffen der einzelnen Produkte drauf, damit ich euch einfach auch eine bessere Einschätzung mitgeben kann. Dann legen wir mal los mit dem Salicylsäure-Reinigungsgel von CeraVe, und das ist tatsächlich ein Produkt, das ich immer wieder mal bei Influencern und Influencerinnen sehe, egal ob in Instagram Stories oder in Instagram Posts, wobei ich das Gefühl habe, dass diese Marke eher im englischsprachigen Raum bekannt und beliebt ist. Aber dieses Reinigungsgel würde ich mir persönlich nicht zulegen wollen, weil ich einfach Produkte kenne, die so ein bisschen hautfreundlicher formuliert sind und ich sowieso kein allzu großer Fan von Waschgel bin. Ich benutze ja eher Ölreinigungsprodukte. Und was ich auch so ein kleines bisschen schade finde, ist die Tatsache, dass in Niacinamid enthalten ist. Niacinamid ist ein großartiger Inhaltsstoff, der kann bei Rötungen hilfreich sein, der kann Entzündungen vorbeugen. Der kann feuchtigkeitsbindend sein, kann talgregulierend sein, aber er kann seine Wirkung vor allem dann entfalten, wenn er auf der Haut verweilt. Und da das ein Reinigungsprodukt ist, landet das Ganze einfach nur im Abfluss. Ähnlich sieht's mit den Ceramiden aus. Ich weiß, dass die Marke dieses Cer in ihrem Namen hat, und das ist halt so ein Hinweis darauf, dass die Ceramide in ihren Produkten verwenden. Aber Ceramide sind mitunter die teuersten Rohstoffe, die es gibt, und die sind einfach wunderbar barrierestärkend für unsere Haut. Aber auch hier können sie nur am besten wirken, wenn sie auf der Haut verbleiben. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass eben diese teuren Rohstoffe allesamt im Abfluss landen, weshalb ich mir dieses Produkt unter anderem deswegen nicht unbedingt kaufen würde. Was ich allerdings positiv anmerken möchte, ist das Fehlen jeglicher Beduftung. Das heißt, dieses Produkt könnte durchaus für Menschen mit Duftstoffallergie in Frage kommen, aber die enthaltene Salicylsäure wird höchstwahrscheinlich keinen großen Effekt auf die Haut haben, weil sie zu niedrig konzentriert sein wird. Als nächstes habe ich hier das BHA-Liquid von Paula's Choice, und das wird ja wirklich rauf und runter beworben. Es gab sogar mal auf YouTube eine Phase, wo mir ständig vor den Videos die Werbung reingespült wurde zu diesem BHA-Liquid. Ich fand zwar damals die Message nicht ganz so gut, weil dem Produkt eine Wirkung über Nacht zugesprochen würde und ich das bei Skincare so ein bisschen schwierig finde, aber nichtsdestotrotz ist dieses Produkt nicht schlecht formuliert, und ich kenne das schon sehr, sehr lange. Ich habe das auch eine Weile verwendet. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her oder so. Und zwar nach dem Absetzen der Pille, als meine Haut deutlich öliger geworden ist und als ich vermehrt mit Entzündungen, Pickeln und Mitessern zu kämpfen hatte, habe ich dieses Produkt genutzt, was ich aber mittlerweile nicht mehr verwende, weil ich andere Säuren gefunden habe, die für meine Haut mittlerweile besser funktionieren, weil ich einfach nicht mehr diese stark ölige, zu Unreinheiten neigende Haut habe. Aber an sich ist es so, dass das BHA-Liquid durchaus einen positiven Effekt auf meine Haut hatte, weil die enthaltene Salicylsäure dazu beigetragen hat, dass der Talg, also das hauteigene Fettgemisch, besser abfließen konnte, wodurch es weniger zu Entzündungen, aber auch Mitessern gekommen ist, und hat auch so ein bisschen den Glanz, also die Öligkeit meiner Haut eingedämmt. Ich habe den wunderbar vertragen, er enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, ist natürlich ja eher einfach formuliert, aber hat mir, wie gesagt, recht gut geholfen. Nur hatte er definitiv keine Übernachtwirkung, und ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, wenn ihr regelmäßig Peelings benutzt, Sonnencreme zu verwenden. Die Wassermelonenmaske von Glow Recipe ist ja gefühlt ständig ausverkauft, obwohl sie stolze 45 € kostet. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe selbst 2 Produkte der Marke ausprobiert, war aber arg underwhelmed, weshalb ich sie mir definitiv nicht nachkaufen würde. Ich finde die Sachen jetzt auch von der Formulierung nicht spannend genug, um einfach solche Preise dafür zu zahlen. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die die Produkte lieben, weil die Texturen wunderbar wässrig leicht sind, sich easy verteilen lassen und die Hautpflege
hier auch gut miteinander kombinierbar ist. Ich bin anscheinend nicht die Zielgruppe dafür, weil ich mir einfach von der Formulierung mehr erwarte. Das AHA BHA Peeling von The Ordinary habe ich immer wieder auf TikTok gesehen, und zwar eher im negativen Sinne, weil die Leute so viel davon aufgetragen haben, dass sie danach eine langanhaltende Rötung im Gesicht hatten, Schuppung und Brennen. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass diese hochkonzentrierten Säuren so easy zu bekommen sind und dass sie mittlerweile so günstig sind. Denn man muss damit wirklich aufpassen. Also ganz unabhängig davon, ob man eine empfindliche Haut hat oder ob man eine eher robuste Haut hat, denn 30% bzw. über 30% an Säure ist wirklich, wirklich viel. Alle, die gerade erst mit Skincare anfangen, sollten sich da wirklich rantasten und bei allem, was so bei über 5% ist, ein bisschen aufpassen, ein bisschen achtsam sein und die Haut beobachten. Ich zumindest mit meiner lange Jahren Erfahrung, was Skincare angeht, komme nach wie vor nicht mit solchen hochkonzentrierten Produkten zurecht. Ich habe danach immer wieder mit Schuppung zu kämpfen, mit Brennen und mit einer lang anhaltenden Rötung, weshalb für mich persönlich hier die Nachteile überwiegen und ich lieber auf niedrig konzentrierte Säuren setze. Glykolsäure hat natürlich einige Vorteile für die Haut, die man nicht von der Hand weisen kann. Sie kann die Kollagensynthese ankurbeln, sie kann etwas gegen Pigmentflecken tun, aber wie bei jedem Active gilt, wenn die Konzentration sehr hoch ausfällt, kann es natürlich dazu beitragen, dass die Haut gereizt wird, und das sollten wir einfach möglichst versuchen zu minimieren. Bei der e.l.f. Camo CC Cream handelt es sich natürlich nicht um ein reines Skincare-Produkt, aber hier ist mir aufgefallen, dass immer wieder der SPF von 30 in den Vordergrund gestellt wird, und das finde ich ohne Kontext ein kleines bisschen schwierig. SPF steht für Sun Protection Faktor, also Sonnenschutzfaktor, und ist halt der Wert, der etwas über den Schutz vor UVB-Strahlung aussagt. Und die UVB-Strahlung ist Teil des Sonnenlichts, die dazu beiträgt, dass eben Sonnenbrand entstehen kann, aber auch Hautkrebs. Das heißt, es macht schon Sinn, sich davor zu schützen. Nur ist es so, dass diese Schutzwerte nach einer standardisierten Methode ermittelt werden, in dem 2 Milligramm des Produkts je Quadratzentimeter Haut aufgetragen werden. Das entspricht bei der Camo CC Cream ganzen 5 Pumpstößen. Also fürs komplette Gesicht braucht man circa 1 Gramm und das sind ungefähr 5 Pumpstöße. Ich habe diese CC Cream selbst ausprobiert. Mir persönlich reicht bereits 1 Pumpstoß bzw. 1,5 Pumpstöße, um mein komplettes Gesicht zu bedecken. Alles, was drüber hinausgeht, wird einfach crusty, cakey und viel zu dick. Das heißt, ihr werdet niemals den angegebenen Sonnenschutzfaktor auf diesem Produkt erreichen, außer ihr tragt halt diese 5 Pumpstöße auf. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, weil das eben auf jede Form von Make-up zutrifft. Ihr müsst einfach eine entsprechende Menge auftragen, damit ihr den angegebenen Schutz auch tatsächlich erreicht. Deshalb würde ich euch empfehlen, solche Produkte nicht als Alternative zu Sonnencremes anzusehen, sondern lieber auf eine Sonnencreme zu setzen, die ihr darunter in der entsprechenden Menge auftragt, und solches Make-up dann eher als Add-on zu sehen. Das letzte Produkt hat mich so ein kleines bisschen aufgeregt und ich habe mich auch diesbezüglich mit der lieben Isa ausgetauscht, weil sie eher in der Korean Skincare Community unterwegs ist. Ich verlinke euch den Account von Isa unten in der Infobox, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Und wirft man einen Blick auf die INSI-Liste, findet man einen einzigen Bestandteil, nämlich 100% Higa-Gras-Extrakt. Das wird auch marketingtechnisch extrem ausgeschlachtet, was ich einfach schwierig finde, weil die meisten Rohstofflieferanten Tigergrasextrakt entweder als Pulver anbieten oder aber gelöst in irgendwas, wie beispielsweise Propylenglykol, wodurch das Ganze auch haltbar gemacht wird. Und hier deckt sich auch das Mindesthaltbarkeitsdatum mit den Angaben der Rohstofflieferanten, welches 2 Jahre beträgt. Also es kann definitiv nicht sein, dass da 100% Tigergrasextrakt drin ist, denn ihr seht ja, das Produkt ist flüssig, da muss noch ein Lösungsmittel mit bei sein, und ich finde es einfach irgendwie so ein bisschen fragwürdig, dass das nicht in der INSI-Liste auftaucht. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Produkt haltet. Also ich persönlich finde das nicht gut. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass ihr genauso viel Spaß damit hattet wie ich. Ich würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen, ein Abo und wenn ihr das Video teilen würdet. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.